Fehler, die ihr machen könnt, und zwar 7 Stück habe ich euch rausgesucht mit den Kreditkarten, wenn ihr neu anfangt mit der Kreditkarten-Journey. Lasst uns da einfach mal ganz genau nochmal drauf schauen, weil ich auch wieder Gespräche hatte zu dem Thema Kreditkarten und viele Leute haben da eine falsche Vorstellung von. Deshalb müssen wir da mal ein paar Sachen gerade rücken und gerade euren Kopf gerade rücken, damit ihr mit den Fehlern nicht euch alles versaut. Und die meisten Menschen haben mit Kreditkarten Probleme nicht, weil sie dumm sind. Sie haben Probleme, weil ihnen niemand die Regeln erklärt. Das heißt also, ihr müsst wirklich auf diese Regeln achten und schauen. Und Kreditkarten können euch halt wirklich die Bonität aufbauen. Die können Vorteil bringen, Flexibilität geben, ein anderes System, was man benutzen kann. Wenn man halt aus Europa rausgeht, ist das amerikanische System definitiv eine Alternative. Aber man muss halt auch aufpassen, dass es euch nicht in Schulden bringt, deinen Score zerstört oder aber auch dich Jahre zurückwerfen kann. Und ich zeige euch heute ein paar Regeln, die jeder Anfänger, aber auch jeder Fortgeschrittene und jeder Profi sich nochmal wirklich vor Augen führen muss. Und ja, auch ich habe manchmal den Fokus verloren und musste mich da wieder an der Kandare nehmen. Also insofern, wenn ihr diese Prinzipien nicht nur beherrscht, sondern auch verinnerlicht habt, dann könnt ihr das System dominieren und kontrollieren. Das heißt also, ihr seid dann da am Start mit den Themen und wenn nicht, werdet ihr von den Kreditkartenunternehmen kontrolliert. Deshalb benutzt das System, bevor es euch benutzt. Ganz, ganz wichtig. Und das Erste, was ihr wirklich wissen solltet, ist, die Kreditkarte ist kein kostenloses Geld. Es gibt nur aus, was du hast. Denn die Kreditkarte ist nur ein kurzfristiger Kredit, mehr nicht. Wenn du Geld ausgibst, du das nicht besitzt, baust du dir Schulden auf. Oder du hast keinen Plan, wie du das Geld zurückkriegst. Mit 0% APR-Karten hast du halt da 18 Monate, 12 Monate, whatever die Laufzeit ist, ups, bin ich ganz aufgeregt, geht man automatisch in ein Risiko. Und das sollte man wirklich nicht machen. Deshalb sollte man immer einen Plan haben, wie man das Ganze macht und zurückgeht. Deshalb ist die wichtigste Regel: Spend what you have. Und als Add-on kann man natürlich sagen, wenn man 0 LPR-Karten macht, spend what you know, how you pay it back and when. On time. Also ganz wichtig. Man sollte also nur Geld ausgeben, das man hat, oder einen Plan haben, wie man das Geld, wenn man es ausgegeben hat, wieder zurückbekommt. Ganz, ganz wichtig. Und nutzt die Karte nur für Ausgaben, die du sofort mit deinem aktuellen Kontostand decken kannst oder mit zukünftigen Einnahmen decken kannst, die du aus dem Verkauf oder sonstigen Hebeln bekommst. Also ganz, ganz wichtig, immer einen Plan haben. Und wer anfängt, da nicht ordentlich zu arbeiten und zu strukturieren, verliert Kontrolle. Ganz wichtig, Kontrolle ist das A und O. Bis auf 0% APR-Karten zahlt immer den vollen Rechnungsbetrag, niemals das Minimum Payment. Das Minimum Payment ist halt eine Krücke. Und auf deiner Abrechnung stehen 2 Zahlen. Minimum Payment, also das, was du als Minimum zurückzahlen musst, und der Rest würde dann mit Zinsen zurückgezahlt werden, die pinke kosten. Und Statement Balance ist der gesamte Betrag. Also zahlt immer den gesamten Betrag zurück. Und das ganz wichtig, das Minimum Payment ist eine Illusion, das ist ein Trick, das ist für die Kreditkartenunternehmen der Holy Grail, weil sie damit Geld verdienen. Denn wenn du nur den Mindestbetrag zurückzahlst, trägst du den Rest und zahlst Zinsen, und mit diesen Zinsen fütterst du das System. Wir wollen aber gucken, dass wir das System benutzen, dass wir die Punkte benutzen. Und das nennt man halt Carrying a Credit Card Balance. Und ab diesem Moment zahlst du Credit Card Interest, also Zinsen. Ja? Und die sind hoch. 25%, 15%, 25%, 30%. Das kann bummelig da irgendwo in der Region liegen, ohne Schmerzen. Und wenn du halt deine Kreditkarte bezahlst, dann vermeidest du die Zinsen. Und du kannst halt über den Charge Club zum Beispiel auch rollieren lassen. Und wer dauerhaft einen Kreditkartenbalance mit sich trägt, verliert Geld Monat für Monat. Und das ist teures Geld, glaubt mir. Deshalb der dritte Punkt: Kreditkartenzinsen sind dein Feind, nicht dein Freund. Es gibt keinen größeren Feind bei Kreditkarten als die Zinsen. Ganz wichtig. Viele unterschätzen das. 1000 Schulden bei 20% Zinsen sind nicht nur 1000 Euro. Ne? Wenn du nur Minimum Payment zahlst, zahlst du oft über Jahre zurück. Am Ende zahlst du deutlich mehr als den ursprünglichen Betrag. Und Zinsen sind genau der Grund, warum Kreditkarten so teuer sind für manche Leute. Nicht die Karte selbst. Die Karte selbst, die kostet nichts, und auch
andere Sachen. Also denkt immer bitte daran. Und der vierte Punkt, die Kreditlimits sind kein Freifahrtschein. Nur weil die Bank dir 10.000, 20.000, 100.000 Limit gibt, heißt das nicht, dass du es nutzen solltest. Die Nutzung deines Kreditlimits beeinflusst deine Bonität. Faustregel: unter 30% Auslastung bleiben. Unter 10 ist der Holy Grail. Ich persönlich sage immer nur 1% am Statement Day. Ganz wichtig. Weil wer sein komplettes Limit benutzt, der schreit nicht nur Risiko, der hat im Prinzip ein Schild: ich bin ein Risiko, gib mir kein Geld. Also das heißt, passt da wirklich auf. Und es senkt euren Score auch. Also das heißt, euer Score wird in Gefahr sein, wenn ihr eure Utilization erhöht. Und andersrum, wenn ihr eine niedrige Utilization habt, ist euer Score nach oben. Hurra! Das ist ja das, was wir wollen. Dann ganz wichtig, Cash Advance. Ich werde immer gefragt, ja, kann ich Geld mit meiner amerikanischen Kreditkarte heben? Ja, kannst du. Kannst zwar nicht mehr abheben, als die Bank dir erlaubt. Ich habe, glaube ich, auf Karten, wo ich ein Limit habe von 100.000, da habe ich 8.500 Cash Advance oder sowas. Aber ich würde niemals Geld abholen. Cash Advance heißt übrigens Bargeld über die Karte auszahlen lassen am Automaten. Das Problem damit ist, in Amerika gibt es sofort Zinsen, es gibt direkt Fresse. Man bekommt höhere Zinssätze, oft zusätzliche Gebühren und keine Schonfrist. Und man signalisiert, ey, ich brauche Cash. Das heißt also, man sagt den Banken im Prinzip, du, ich brauche Geld. Und Cash Advance ist keine Strategie, ist keine Notlösung, es ist einfach das Schlechteste, was du damit tun kannst. Und wenn du ihn brauchst, ist meistens schon vorher was falsch gelaufen. Deshalb macht das bitte, bitte nicht. Und 6. Notgroschen statt Kreditkartenabhängigkeit. Denn die Kreditkarte, sie kann bedingt ein Notfallfonds sein, aber es ist halt jetzt nicht, also im Prinzip ist das wirklich der letzte, ich kann gar nicht oft genug letzte sagen, Anker, den man werfen kann, bevor man wirklich ein Problem hat. Man braucht einen Emergency Fund. Ich zum Beispiel, wenn ich Sachen miete oder wenn ich Sachen kaufe, dann habe ich so immer so mindestens das Dreifache von dem, wenn ich es kaufe, auf dem Konto oder 6 Monate Miete oder irgendwas in der Richtung auf dem Konto weggelegt, damit ich das bezahlen kann. Weil echte finanzielle Sicherheit bedeutet, du musst im Notfall keine Schulden machen. Wer keinen Notgroschen hat, nutzt die Kreditkarte im Stress und macht Fehler und macht dumme Fehler. Und diese Fehler und dieser Stress, den man hat, die führen halt wirklich zu falschen Entscheidungen. Deshalb seid wirklich aufmerksam. Und als letzter Punkt, Rewards-Punkte sind Strategie, wenn ihr sie kontrolliert einsetzt. Ganz wichtig. Rewards sind Strategie, aber nur kontrolliert. Denn Punkte, Cashback, Boni, das ist absolut attraktiv, das ist geil. Da gibt es so viele Dinge, die man damit erleben kann. Viele Reisen, die ich machen kann ich nur machen, weil ich die Meinung und die Punkte und den Status habe und diese Erlebnisse habe. Aber man muss da natürlich immer wieder aufpassen. Das heißt also, wenn man den Balance, also den Umsatz tragen kann, jeden Monat vollständig zurückzahlt und dein Limit kontrollierst und nur für geplante Ausgaben nutzt oder zurückführen kannst, dann werden Rewards zu einem Hebel. Wenn man zum Beispiel einfach sagt, ich habe 2% Cashback auf einer Kreditkarte und mache 30.000 € Umsatz mit der Karte, dann sind das 600 €. Könnt ihr auch in Dollar umrechnen. 30.000 € sind halt ganz wichtig. Heißt also, strategisch eingesetzt, besonders bei Business-Ausgaben oder höheren Ausgaben, die ihr habt, kann das erheblich sein. Aber Rewards lohnen sich wirklich nur, wenn ihr keine Zinsen zahlt. Also in dem Moment, wo ihr Zinsen zahlt, sind die Rewards irgendwie scheiße. Und dann geben wir euch nochmal einen Bonustipp. Ich glaube, mehr Punkte für euch aufgeschrieben als nur 7. Ich habe 7 gesagt, aber es sind sogar 8. Vielleicht kommt sogar 9. Ja, es kommt sogar 9. Also, nicht jede Kreditkarte passt zu jedem Nutzer. Deshalb machen wir ja auch mit jedem nochmal erstmal so eine Besprechung, welche Kreditkarten man bekommen oder nehmen sollte, je nachdem, welches Ziel man hat. Und viele Anfänger machen den Fehler, man nimmt eine Kreditkarte, die man bekommen kann, nimmt nicht eine Kreditkarte, die man bekommen kann, sondern nimmt Kreditkarten, die ihr gebrauchen könnt. Oder man nutzt eine Karte für falsche Ausgaben. Wenn man zum Beispiel eine Travel-Karte hat und benutzt die im Supermarkt, ist das echt nicht okay, weil es gibt andere Karten, die geben wesentlich mehr Punkte im Supermarkt. Oder Cashback-Karte für Flugbuchung, weil ich eine Karte habe, die mir wesentlich mehr gibt. Heißt also, man muss mit den Karten aufpassen. Strategie bedeutet, die richtige Karte für die richtige Ausgabe und die richtigen Karten für die richtigen Ausgaben haben. Deshalb machen wir ja auch die ganzen Einzelberatungen für die Kreditkarten, wer welche Karte nehmen soll, welche Journey hat und so weiter.
Nicht benutzen ist auch keine Lösung, denn manche Menschen haben wirklich Angst vor Kreditkarten und diese Angst kann natürlich auch begründet sein, wenn man dazu neigt, dass man mehr ausgibt, als man hat. Aber wenn man sie nie benutzt, dann baut man keine History auf. Denn Bonität entsteht durch Nutzung, Kontrolle, pünktliche Zahlung. Durch dieses Konglomerat an Verhalten hat man wesentlich mehr Credit History und auch mehr Karten. Heißt also, ihr solltet dort ganz klar für euch mitnehmen. Kreditkarten sind nicht gefährlich. Kreditkarten, ja, sagen wir es einfach, sind kein böses Hexenwerk. Unwissenheit ist böses Hexenwerk und ist gefährlich. Heißt also, wenn du nur ausgibst, was du hast, niemals einen Balance trägst, also niemals Geld auf den nächsten Monat überträgst, Zinsen vermeidest, dein Limit kontrollierst, kein Cash Advance nutzt und bitte frag mich nicht nach Cash Advance. In Amerika ist das echt das Schlechteste, was du tun kannst. Keinen Emergency Fund aufbaust und die richtige Karte genutzt, dann wird die Kreditkarte nicht zu einem Risiko, sondern ein geiles Tool, mit dem ihr viel, viel Spaß haben werdet. Gerade wenn ihr die Möglichkeiten der amerikanischen Kreditkarten nimmt. Und ich habe ja mit vielen im Call gesagt, dass die Kreditkarte ja eher eigentlich der erste Step ist. Viele von euch verstehen ja gar nicht, dass die amerikanische Kreditkarte nicht nur der erste Step ist, sondern auch Freiheit bedeutet, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet und vor allem auch wesentlich mehr sein kann, wenn ihr nach Amerika auswandern wollt. Kredit ist Macht, wenn du ihn kontrollierst. Wenn dir das Video geholfen hat, natürlich, dann kannst du ein Like da lassen, kommentiere es, abonniere es, komm auf School in die Gruppe und sag Bescheid, was du willst. Und wichtig, ihr könnt ja eure Meinung sagen, ob für euch Kreditkarten Teufelswerkzeug sind oder ob Kreditkarten für euch das Geilste sind, was es gibt, weil ihr sie richtig einsetzt. In dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei US-Kreditkarten Talk. Habe ich es am Anfang gesagt? US-Kreditkarten Talk. Mein Name ist Lars Korsten. Wenn nicht, dann habe ich das jetzt gesagt. Also in dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.